Hallo, ich bin Naosogabe. Vielen Dank, dass du dabei bist. Bis jetzt habe ich fast nur meine eigenen Kompositionen gespielt, aber in den aktuellen Videos spiele ich auch historische Musik aus der Barockzeit, also 17. und 18. Jahrhundert. Deshalb mache ich ein paar Videos über die Musik und Gesellschaft in dieser Epoche. Heute geht es um diese Bünde. Wie du siehst, liegen die Bünde ziemlich unregelmäßig, ganz anders als Gitarre zum Beispiel. Es ist aber nicht so, dass ich sie nur ungefähr drauf gebunden hätte oder so. Die Bünde sind tatsächlich präzis nach der historischen Stimmmethode positioniert. Sie sind deshalb so gesetzt, damit das Intervall von Terz sauber klingen. Ich spiele mal ein bisschen vor. Es klingt tatsächlich klar und sauber, obwohl die Bünde so anders als Gitarre sitzen. Vielleicht fragen sich manche von euch, wenn das sauber ist, dann hören wir immer die unsauberen, also falschen Terzen oder was? Die Antwort ist leider ja, die Terzen, die wir im Alltag hören, sind nicht sauber. Jetzt vergleichen wir die heutige Stimmung und die historische Stimmung. Zuerst hören wir eine große Terz in der heutigen Stimmung, die gleichstufige Stimmung heißt. Hörst du die Welle wie ein Vibrato? Es hört sich so an wie wam 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 oder so. Es ist möglich, dass du die Welle nicht wahrnimmst, weil unsere Ohren an dieser Stimmung gewohnt sind. Nun die gleichen Terz in der historischen Stimmung. Sie heißt mitteltönige Stimmung. Jetzt hören wir keine Welle mehr. Wir hören deshalb keine Welle mehr, weil die beiden Frequenzen genau übereinander passen, also rein klingen. Wir hören nochmal die Terz in der modernen gleichstufigen Stimmung. Jetzt hörst du vielleicht die Welle. Nun, woher kommen diese Wellen? In der gleichstufigen Stimmung wird eine Oktave in 12 Halbtöne mit den gleich großen Halbtonschritten unterteilt. Dann zum Beispiel für eine große Terz nehmen wir 4 von diesen Halbtönen. Die natürlichen, reinen Intervalle bestehen aber nicht aus den gleich großen Halbtönen, sondern aus den Verhältnissen der beiden Frequenzen. Diese Verhältnisse der reinen Intervallen kommen aus der Natur. Wenn wir eine Saite klingen lassen, die Saite schwingt nicht nur auf der Grundfrequenz, sondern auch ganz viele Obertöne gleichzeitig. Diese Obertöne bekommen wir, wenn wir die Grundfrequenz ganzzahlig multiplizieren. Nehmen wir eine Grundfrequenz von C. Nun multiplizieren wir diese Frequenz immer weiter ganzzahlig. Hier siehst du von der Grundfrequenz bis zur 6-fachen Frequenz. Jetzt gucken wir die Intervalle zwischen den Obertönen. Das Intervall zwischen der Grundfrequenz und 2-fachen Frequenz ist eine Oktave. Das Intervall zwischen den 2-fachen und 3-fachen Frequenz C und G ist eine reine Quinte. Und die weiteren Verhältnisse der Frequenzen von 3 zu 4 ist eine reine Quarte, 4 zu 5 ist eine reine große Terz,
und 5/6 ist eine reine kleine Terz. Wenn wir jetzt von Grundfrequenz bis sechsfachen Frequenz zusammenspielen, hören wir einen reinen Dur-Akkord. Also dieser Dur-Akkord ist nicht von uns Menschen erschaffen. Dieser Akkord ist ein Naturphänomen und existiert seit Anbeginn von unserem Universum, bevor wir Menschheit erschienen. Aber diese Verhältnisse von Frequenzen kann man mit 12 nicht teilen. Die reine große Terz von A 440 Hz ist 550 Hz. Aber große Terz der gleichstufigen Stimmung ist 554,4 Hz. Ach, nur 4 Hz ist ja so klein, das macht nichts aus, würdest du denken. Aber diese 4 Hz ist die Ursache der Welle, die wir eben gehört haben. Wenn wir eine Terz in der gleichstufigen Stimmung spielen, entsteht eine Interferenz, also noch eine zusätzliche Störwelle, weil die beiden Frequenzen nicht harmonisch zusammen schwingen können. Diese Interferenz nehmen wir als Welle wahr. Deshalb kann es für die Musik von Vorteil sein, Intervallen hier wäre Terz sauberer klingen zu lassen. Diese Tradition, Terzen sauber klingen zu lassen, hat in Europa lange geblieben, bis zum 19. Jahrhundert. Zum Beispiel Frédéric Chopin hat bei einigen Konzerten 4 unterschiedlich gestimmten Flügel auf die Bühne stellen lassen, damit jede Tonart ihren eigenen Charakter hat. Die heutige gleichstufige Stimmung hat sich erst am Ende des 19. Jahrhunderts durchgesetzt. Aber die kritischen Meinungen über die gleichstufige Stimmung gibt es bis heute. Viele Zuschauer von meinem Kanal hören auch arabische Musik und daher habt ihr wahrscheinlich besonders feines Gehör über Intonation. In der arabischen Musik gibt es nicht nur 12 Töne innerhalb einer Oktave, sondern auch Mikrotöne zwischen jedem Halbton. Diese Mikrotöne werden sogar je nach Makam und Stil fein verschoben. Makam ist übrigens ein arabisches melodisches Tonleitersystem. Saubere Intonation klingt nicht nur schön, sie lässt das Instrument besser schwingen und dadurch schöner klingen. Die Luft im Raum kann auch besser schwingen und so weiter. Und übrigens, der Klang von reinen Terzen scheint meinem Kater zu gefallen. Wenn ich mein Instrument mitteltönig stimme, kommt er ganz nah am Instrument und hört interessiert zu. Manchmal versucht er sogar, die schwingenden Saiten anzufassen. Bei der gleichstufigen Stimmung bleibt er aber ganz distanziert. Soweit ist alles gut, aber diese historische Intonation, mitteltönige Stimmung hat ein Problem. Da kommt der Wolf, wenn wir so stimmen. Für die Töne Gis und As hat ein Klavier nur eine Taste, also ein gleicher Ton. Aber in der mitteltönigen Stimmung sind die inharmonischen Töne wie Gis und As oder Fis und Ges 2 unterschiedliche Töne mit unterschiedlichen Tonhöhen. Das ist As und das ist Gis. Und jetzt spiele ich die beiden Töne zusammen. Sie sind offensichtlich 2 unterschiedlich hohe Töne. Ich spiele nun die ersten 2 Takte von Sarabande, La Pièce de 8 heures von Jacques Gallo. Jacques Gallo war ein französischer Lautenist und Komponist im 17. Jahrhundert. Dieser E-Dur-Akkord klingt irgendwie seltsam. Da klingt ein As, wo eigentlich Gis sein sollte. Dieses As ist falsch am Platz. Dieses Intervall wird Wolfsquinte, Wolfsintervall oder einfach Wolf genannt. Meistens wird es so erklärt, dass es deshalb Wolfsquinte heißt, weil es wie das Heulen von Wölfe klingen würde.
Aber klingt es wirklich wie das Heulen vom Wolf? Mir klingt die starke und schnelle Welle vom Wolfsintervall eher wie das Knurren vom Wolf. Und die etwas bedrohliche Atmosphäre, die Wolfsintervalle erzeugt, passt auch zum Knurren vom Wolf, finde ich. Wie findest du darüber? Beim Tasteninstrument macht der Wolf nicht viel Probleme, solange man in den Tonarten mit den wenigen Kreuz oder B bleibt. Wahrscheinlich hat Wolfgang Amadeus Mozart deshalb seine Werke in den Tonarten mit weniger als 3 Kreuz oder 3 B geschrieben. Aber bei den Bundinstrumenten wie Laute beginnt der Wolf schon bei den einfachen Tonarten wie A-Moll herumzuknurren. Jetzt ist der dritte Bund auf F und C und hier As gestimmt. Nun schiebe ich den Bund dorthin, wo Gis sauberer klingt. Dann spiele ich wieder E-Dur-Akkord. Es klingt dann sauber. Nun spiele ich C-Dur-Akkord. Oder F-Dur-Akkord. Das kann man ja gar nicht hören. Also dieser Bund kann nicht zum Gis verschoben werden und F und C müssen sauber bleiben. Das heißt auch, dass diese Stelle für die Stücke in A-Moll als As bleiben muss. Diese Wolfsintervall war ein großes Thema in der Renaissance und Barock. Wie kann man den Wolf zähmen? Viele Musiktheoretiker und Musiker haben sich damit auseinandergesetzt und zahlreiche Stimmmethoden vorgeschlagen. Zum Beispiel können wir den Wolf abmildern, indem wir die Terzen weniger rein stimmen. Die Terzen sind dann nicht mehr ganz rein, aber der Wolf knurrt nicht mehr so heftig. Selbstverständlich kann man auch gleichstufig stimmen, wie heute. Diesen Vorschlag gab es schon im 16. Jahrhundert, aber es konnte sich damals nicht durchsetzen. Manche haben die mitteltönige Stimmung und die antike pythagoreische Stimmung kombiniert und so weiter. Auf jeden Fall stimmten die Lautenisten je nach Bedarf unterschiedlich. Sie schoben die Bünde zu den entsprechenden Positionen, je nach Tonart oder auch nach musikalischer Atmosphäre, die sie ausdrücken wollten. Deshalb sind die Bünde der Laute nur am Hals gewickelt und wurde nicht auf das Griffbrett fest eingebaut. Allgemein in der Musikwissenschaft wird es gesagt, dass Wolfsintervalle in den 17. und 18. Jahrhundert als völlig unbrauchbar angesehen würde. Aber ich habe einige Hinweise gefunden, dass wenigstens Lautenisten den Wolf auch als Ausdrucksmittel verwendeten. Sie haben den Wolf bewusst in ihren Kompositionen eingesetzt, um bestimmte Charakter an die Musik zu geben. Und ein Fakt sollten wir doch berücksichtigen, finde ich. Es war die Zeit vom Barockstil. Charakteristische Merkmale vom Barock sind extreme Dynamik und Ornamente, dramatische Effekte mit Licht und Schatten und gefühlsbetonter Ausdruck. Der Kontrast zwischen strahlend reinen Terzen und wild klingenden Wolfsintervalle wäre eine ideale Kombination für dynamische und dramatische Darstellung vom Barockstil. Mit der Methode, die ich eben erzählt habe, den Wolf abzumildern, kann man auch regulieren, wie stark der Wolf sein soll. So können wir uns vorstellen, dass sie den Wolf mal stärker, auch mal schwächer knurren ließen. Als ein gutes Beispiel dafür, wie die Lautenisten den Wolf in ihrer Musik einsetzten, habe ich eine Suite von Jacques Gallo aufgenommen.
Das Thema von dieser Suite ist der sogenannte Giftaffäre in der Zeit von Ludwig XIV. Die Suite von Jacques Callot poste ich bald auf diesem Kanal. Inzwischen habe ich recht viele Stücke auf meinem YouTube-Kanal gepostet und du kannst sie kostenlos zuhören. Aber vor jedem Video musst du die Werbungen gucken. Es gibt Möglichkeit, meine Musik und Videos ohne Werbungen zu genießen. Sie ist aber nicht Spotify oder Apple Music. Ich habe alle meine Titel aus diesem großen Streaming-Service entfernt, weil sie nur extrem geringe Beträge zahlen, weniger als 0,001 Cent pro Streaming. Wenn du deinen Lieblingskünstler unterstützen möchtest, unterstütze sie bitte durch den anderen Weg, wie zum Beispiel Crowdfunding oder Musikdownload. Und ich habe meine eigene Streaming-Service musicforspirit.com aufgebaut. Das ist meine Alternative zu den großen Streaming-Plattformen und auch Crowdfunding. Auf dieser Seite kannst du nicht nur alle Videos von meinem YouTube-Kanal genießen, sondern auch viel mehr Musik und Videos. Und zwar ohne Werbeunterbrechungen. Du kannst meine Musik während deiner Arbeit oder Meditation benutzen, ohne dass du durch Werbungen abgelenkt wirst. Es ist zwar nicht kostenlos, aber du kannst sicher sein, dass dein Geld tatsächlich an die richtigen Stelle erreicht und sinnvoll genutzt wird und nicht in den Nebel von Internet verschwindet. So, zurück zur Suite von Jacques Callot. Das Thema von dieser Suite ist der sogenannte Giftaffäre in der Zeit von Ludwig XIV. Jacques Callot hat diese Suite wie eine Krimi-Geschichte geschrieben und dabei inszeniert er die Krimi-Stimmung ganz schön effektiv mit den geschickt eingesetzten Wolf-Intervallen. Wie Callot den Wolf und reine Intervalle in den musikalischen Ausdruck einbaute, siehst du in der Videoreihe, die ich ab jetzt nach und nach posten werde. Es sind Videos über die Gesellschaft und Musik in den 17. und 18. Jahrhundert, über die Giftaffäre und selbstverständlich Musik aus dieser Epoche. Die Links zu diesen Videos setze ich in die Videobeschreibung von diesem Video, wenn sie fertig sind. Und selbstverständlich nicht nur Intonation und Stimmmethode macht die Musik. Wir Musiker müssen die Musik so ausdrücken, dass der Zuhörer sie verstehen und fühlen kann. Das ist unsere Aufgabe und daran müssen wir arbeiten. Andererseits ist es auch ein Fakt, dass die Stimmmethoden die Atmosphäre der Musik beeinflusst. Sie gehört auch zur Musik in dieser Epoche und sie ist unverzichtbar, wenn wir Musik aus dieser Zeit spielen. Und auch für mich auf jeden Fall, es ist ein ganz nettes Spielzeug, damit herumzuspielen. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!